the plan is we are doing because we're going to use so much Chiang 1. Also der Plan ist, dass wir auch Chiang 1 am Anfang ganz viel integrieren. So some of you learn that we have many new improvement in the Chiang 1, so we're going to go through that. Weil wir eben im Chiang 1 ganz viele Erneuerungen haben, deswegen gehen wir zuerst mal am Anfang da durch. The definition of the Chiang is organ chi massage. Also die Definition oder Übersetzung des Begriffs Chiang ist Organ-Chi-Massage, Energiemassage. So the whole key is the energy, es geht not immer only um die just the Energie massage. Und nicht nur um die Massage. And the emphasis in the organs. Und wir fokussieren natürlich uns auf die Organe. In the Tao believe that organ generate energy. Im Tao glauben wir, dass Organe Energie generieren. And now we know that is energy. Okay? Und wir the wissen, combustion, we eat, we breathe, and combustion up to be energy. Und wir wissen, dass wir essen, Nahrung aufnehmen und das eben verarbeiten und Energie daraus machen. So the one that generates this energy to run in the meridian is very important. Und es ist ganz wichtig, dass diese Energie dann in die Meridiane fortgeleitet wird. And the point can take in energy or stimulate to the heart. Yeah. Und es können bestimmte Punkte das Herz stimulieren oder aber auch bestimmte Meridiane. So we said the organ is the generating of the power. If there's no energy in the organ, the meridian no energy. Yeah. Wir gehen davon aus, dass eben die Organe Energie erzeugen und wenn die keine Energie erzeugen, dann werden die Meridiane nicht versorgt. So the whole theory in the Tao many thousand years said the organ generate energy and the organ give thought and pattern and emotional, okay, and it feed up to the brain. Und im Tao sagt man schon seit Tausenden von Jahren, die Organe, die generieren Energie, die haben auch Emotionen und die sind dafür da, dass auch letztendlich das Gehirn zu versorgen. And more the Western side pointed to this point now. Und tatsächlich ist es in der letzten Zeit auch in der westlichen Wissenschaft immer mehr nachgewiesen. So the one that actually talking more before 100 years ago is the second brain. Und tatsächlich schon vor ungefähr 100 Jahren erschien ein Buch, wo es darum ging, den Bauch als das zweite Gehirn zu bezeichnen. And the West, they actually indirectly talk about it, but they don't very clear. Und im Westen hat man zwar schon diese Idee gehabt und auch veröffentlicht, aber man hat noch nicht richtig gewusst, wie man sie sozusagen praktisch umsetzt, was man damit macht. So the whole key about this is we can see that the second brain is just like the upper brain. Und der Schlüssel ist wirklich zu begreifen, dass das zweite Gehirn identisch ist oder gleich dem Gehirn im Kopf. It can send and receive impulses, and the important part is can record, experience, and respond to emotion. This is the whole key. They not indirectly, but this is the function of the organ that it can record emotional and respond to it. Und beide, sowohl Bauch als auch Gehirn, können Impulse empfangen und senden. Und das Wichtige ist aber auch, dass die Organe Emotionen speichern. So that is a whole about this. Also es geht ständig darum. So the whole key are based on this organ. Also, die Bauchorgane sind der Schlüssel zu vielem. So now the most important part I want to bring you that how the West discovered that this lower brain can recording and respond to emotional. Also nochmal die Wiederholung, selbst im Westen wurde eben herausgefunden, dass der Bauch das zweite Gehirn ist und dass die Organe Energien senden und empfangen können und die Emotionen speichern.
I think this is the German magazine talk about, I think in Stern, a magazine called Ja, Stern. Yeah. vor vielen Jahren gab es dann auch mal einen großen Bericht im Stern darüber. That's already many They years ago. calculate out that there are 100 billion neurons of the nervous system. Die haben dann eben auch berichtet, dass eben über 100 Milliarden Neuronen im Bauch sind, die sozusagen in den Kopf senden. So now they know it, but now they suddenly they discover again, hey, this is something that we don't know. Und dann haben sie natürlich festgestellt, eigentlich wissen wir recht wenig über den Bauch. So now the anatomy description of this, and they discover that 100 years of anatomy, so it's not correct. Und dann haben sie gesagt, eigentlich sind sozusagen die ersten 100 Jahre der anatomischen Aufzeichnungen nicht korrekt oder nicht vollständig genommen. They never understand the second brain, the mesentery. Weil dann nie verstanden wurde die Funktion des zweiten Gehirns und dieses sogenannte Mesenterium. So they think that the whole anatomy, the whole section of the organ have to rewrite. Deswegen müsste sozusagen die ganzen Funktionen und die Zusammenhänge bezüglich der Organe neu geschrieben werden. So there's the famous gray anatomy book have to rewrite them. Und selbst beim bekanntesten Anatomiebuch, wohl das ein englisches oder ein amerikanisches, müsste auch nochmal neu geschrieben werden. Because they discover this is another whole organ that controlling all the digestion, absorption, elimination. Und dieses Mesenterium ist tatsächlich ein Gewebe, was alles kontrolliert im Bauch. And that is what I suspicion for a long time when I started to touch. I said there is something behind. Because all the twisted, everything is behind is quite deep. So it's not the organ twisted, it's the something behind a twisted, und a tangle, or make a knot. Und Mantak Chia hat schon recht bald festgestellt, nachdem er Chiang anfing, es sind eigentlich nicht nur die Organe, sondern da ist irgendetwas dahinter, wo was verdreht ist und nicht so ganz schön glatt. And this is what the West make a definition. Where is this mesentery, and so they divide into two parts. Und inzwischen ist eben von der westlichen Medizin her das differenziert aufgeschrieben, was eben das Mesenterium angeht, und man teilt es in zwei Teile. So it's a whole back. This organ is spread out, control, connecting to all the organs. Das ist sozusagen ein Gewebe, was hinter den Organen liegt und im ganzen Rücken. And the nature, the first branches that come out is exactly in the lumbar 2 and lumbar 3. Und die erste Verbindung zu den Organen ist dann tatsächlich genau zwischen Lendenwirbel 2 und 3. And this one, it branches up. So this one, for 1000 years, the Chinese said this is a digestion. This is a digestion center, digestion fire. So und natürlich im Tao hat man schon seit Tausenden von Jahren gesagt, dass eben da unten von diesem Mesenterium geht dann die Verbindung zu den unteren Verdauungsorganen, und die Bedeutung wurde dann auch schon im Tao sehr früh benannt. So the kidney fire. Und wir sprechen ja auch vom Nierenfeuer. Now, so it go up to duodenum, dann stomach, hoch zum Duodenum, pancreas, den quer verlaufenden Dickdarm, zur Bauchspeicheldrüse und zur Leber. It's connecting, and from here spread out into all this digestion. Und dann im oberen Bereich eben in die ganzen zuständigen Verdauungsorgane. Now, in the absorption is big. Also auch diese Absorption. So from here, it go up, there is connecting to the digestion. Und auch hier ist der andere Bereich da, wo es darum geht, Nahrung zu entnehmen oder Nährstoffe der Nahrung zu entnehmen im Dünndarmbereich. And in here, all this thing is small intestine. Denn der Dünndarm windet sich ja großflächig um das Zentrum. That we divide so a lot. Und da gibt es eben viele Abzweigungen. So now this part we call the lower dantian.
Und diesen Teil nennen wir dann das untere Tantien. Actually, you are focused on the whole absorption system. Und da ist man dann darauf fokussiert, diese ganze Nahrungsabsorption im Auge zu halten. And that's what we call Tantien fire here. Tantien fire. Und wir nennen das dann eben auch, da ist das Tantienfeuer. So you have a kidney fire. Wir haben das Nierenfeuer und das Tantienfeuer. And thou believe that if we focus or make this area warm and nice, now you are really give a lot of help into this, the mesentery, the second brain. Das heißt, wenn wir den Bauch schön warm halten und durchlässig, dann heißt es, dass wir damit auch das Mesenterium gut versorgen. Whole connection of the door of life and the lower tantien, the second brain. Und auf dieser Abbildung seht ihr eben die Verbindung auch zum Tor des Lebens. And it's very logical. Und es ist sehr logisch. So we developed this from the beginning. Und im Tao gibt es diese Abbildung schon seit frühen Zeiten. Because involved with all the mesentery organ, it starts from here, beginning develop. Und hier hat man zum Beispiel schon so erste Aufzeichnungen vom Mesenterium. So you have the mesentery artery Da gibt and es dann die all these zugehörigen things, Arterien. and all the artery, the vein, everything is developed. Right on here is the second brain. Und von dort sind eben auch Arterien und Venen, die da rauskommen, und die sind alle da mit den Organen verbunden. And it's so connecting with the navel. Und natürlich ganz stark mit dem Nabel. Yeah, because it developed from there. And weil es sich ja auch von dort entwickelt hat. there's so much blood vessel. So much blood vessel. Ganz viele Blutgefäße im Bauchraum. So all the blood vessels are controlled by the mesentery, this second organ. Und man sagt eben, dass alle Blutgefäße von diesem Mesenterium beeinflusst werden. Because they have to control, for example, when we in the digestion in the stomach, they will give more blood to the stomach. So this brain control them. Weil wenn wir ja verdauen müssen im Magen, dann muss das Organ auch mit mehr Blut versorgt werden. So when the food go down to the small intestine, wenn es weitergeht in den Dünndarm, now it's a lot of blood go there because they have to carry all the nutrition to feed 50 trillion mouths. Everybody need food, you know. Every cell need food. Und dann muss der Dünndarm ja die Nahrungsstoffe rausnehmen aus dem Essen, und dazu braucht es nochmal mehr Kraft und nochmal mehr Blut, um diesen Prozess zu vollführen und dann wiederum zu den Organen hinzuleiten. Now this second brain are so much respond to emotional. Emotional affect them tremendously. Und dieses Mesenterium wird auch von unseren Emotionen beeinflusst. And we feel by tangle. Und wir wissen das dadurch, indem wir so Verdrehungen spüren. So I cannot understand. I say the tangle, the lump, the twist is not organ. The organ cannot tangle that way. You know? Und Master Chia hat das immer schon so empfunden. Das kann nicht sein, dass das die Organe sind, die da verdreht sind. Da muss was anderes sein. But this is how on the back you look at it. It's just like it branches out. Wenn wir jetzt diese Aufnahme von hinten sehen, dann sehen wir, wie sich das wirklich so verästelt. So if you look at this, how many organs we are talking about. Und dann auch natürlich müssen wir uns anschauen, über wie viele Organe wir da sprechen, die versorgt werden. It's a lot. Jede Menge. So in here, you go up into duodenum. Hier geht es dann hoch zum Duodenum hin, zum querverlaufenden, zum Magen. And this is the lining, and this is the pancreas. Und hier ist dann diese Linie, die ist der Bauchspeicheldrüse und die Leber. Okay, gallbladder is all involved there. Und die Galle, die gehört dazu. And pancreas, spleen, thou also believe und auch die Milz. So it's about 8. Also das sind ungefähr 8. Involved in the digestion. 8 Hauptorgane, die in die Verdauung involviert sind. You have a team of workers. Das ist wie so ein Team von Arbeitern. And if you have a team of workers, you need what? Und wenn wir ein Team von Arbeitern haben, brauchen wir was? A team leader, a Dann manager, brauchen wir einen Teamleiter. a conductor. You need somebody.
to control this 8 guy. Also wir brauchen diesen Teamleader oder diesen Teamleiter, der diese 8 Leute dann irgendwo auch reguliert und miteinander koordiniert. Now you come up down into here. Und dann kommen wir runter. And we have so many other, so that many here, you have the duodenum, ilium, so you have so many, 1, 2, 3, 4, 5, and duodenum, you have 1, 2, 3, 4, 5, a lot of them. Und hier haben wir wieder auch beim Duodenum da wieder die unterschiedlichen Bereiche, die da einzeln versorgt werden. Each one work individually, okay? So you have Jeder how many? Teil hat so seine individuelle Aufgabe auch. You have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, at least 7 departments working on absorption. Also wir haben hier sozusagen 7 verschiedene Abschnitte, die unterschiedliche Aufgabe der Absorption haben. Now, when they do in the olden time in the middle 60, when they operation, they go in and cut this brain into pieces. Also noch bis in die 60er Jahre hat man da, wenn es Operationen gab, nicht darauf geachtet und hat das einfach rausgeschnitten. That time they don't know much anything. They take Weil sie zu operation. dieser Zeit nichts darüber wussten und wenn sie dann operierten, So the first thing they have to take the intestine out. da haben sie ja zuerst mal die Därme rausgenommen. When they pull out this intestine connecting to all the intestine connecting to this mesentery. Und dann haben sie ja letztendlich damit gleichzeitig dieses Mesenterium rausgezogen, weil das ja mit den feinen Verästelungen verbunden ist mit dem And it's Dünndarm. just like tissue. Das ist wie so ein Gewebe, was so dahinter liegt. Actually, they cut off. They cut it. Die haben das dann einfach rausgeschnitten. And after they cut them, big trouble. Und dann hat man nach diesen Operationen, wo man dann an den Därmen gearbeitet hat, festgestellt, es gab große Schwierigkeiten bei den Leuten. Disconnecting to their leader, the conductor. Das heißt, man könnte wieder sagen, dann waren die Bäuche nicht mehr in Verbindung mit dem Leiter. So everybody get big trouble in the digestion, absorption. And now you have no energy. The life is so terrible. Und die Leute bekamen dann wirklich ganz große Schwierigkeiten im Verdauungssystem. So that is the major key. Also das ist der Hauptschlüssel. Now in the olden time, we don't know. So we say when this one the mesentery twist, it's just like somebody just a rope tie the whole stomach, you know, and so they think that the demon are tapping on and the rope around her stomach. Und wenn man früher solche Erscheinungen festgestellt hat, dann hat man ja immer dazu geneigt zu sagen, weil man es nicht anders erklären konnte, das sind irgendwelche Dämonen, die da irgendwo das Gewebe wie ein Seil verdrehen. So we in that time we don't know is this problem. So when you don't know any problem, the easy way to blame somebody and blame the devil because we don't know. Und es ist immer einfach, wenn man die exakte Lösung nicht kennt oder das Problem nicht genau erklären kann, dann immer sowas wie den Teufel oder Dämonen dafür verantwortlich zu machen. So when we have digestion problem, a little demon causing all these problems. Also dann kamen dann diese Bilder auf, wo dann wirklich diese Dämonen verantwortlich gemacht wurden. And when you headache, you know, okay. When you headache, a little demon or digging, hammering your head. Da hatte man dann so Bilder, dass das so ein kleiner Dämon war, der da im Kopf rumhämmert. So that is all. So we have somebody to blame. Easier, better. Also das war die einfache Lösung, jemanden auf jemanden mit dem Finger zu zeigen und zu sagen, der Dämon war's. Yeah. So now we know this mesentery. So the whole Aber Chiang 1, Chiang 2 is all based on this. Aber heutzutage weiß man Gott sei Dank mehr über diese Funktion des Mesenteriums und die Verbindung zu Chiang 1 und 2. So the whole Chiang is so much based on energy. Also das ganze Chiang basiert auf Energie. So this energy, and learn how to connecting with the force, and learn how to
to direct a grounding and learn how to send negative energy to the tree and the ground. Also es ist ganz wichtig, dass wir uns mit der universellen Energie verbinden, dass wir auch geerdet sind und dass wir die negative Energie in den Boden ableiten. And this is very important part. Und das ist ein ganz wichtiger Teil, that you get the energy. um wirklich genügend Energie zu erlangen. So we have the elixir Qigong. Wir haben das, not now, not this time. No, that means the requirement on the Chiang also you need to learn the elixir Qigong. We haven't yet integrated that. We haven't yet integrated that. Do I? Oh, okay. It's good to know. Good for you to know. Okay, so let's stand up. So I make it simple for you because energy is very important for you. Also Master Chia versucht es möglichst einfach für euch zu machen, weil Energie das Wichtigste ist für euch. So very important part, you know. You are in a cold place. Also ganz wichtig, besonders wenn ihr irgendwo seid, wo es kalt ist. So the first thing, make sure your hand is warm. Stellt immer sicher, dass eure Hände warm sind. And you know you have so many hot pad. Wir haben ja so ganz viele Hotpads, die man so in die Hand nehmen kann. Make use of the hot pad. Amazing. Okay, hot pad. Also wenn ihr habt, dann könnt ihr zum Beispiel so ein Hotpad nehmen. On the camera, no. So sometimes, you know, before you do, it's so good to have a hot pad, like in the Tao Garden we always say, but we have a herbal pad. Also im Taugarten, da gibt es sogar noch was Schöneres, nämlich da gibt es dann so aus Kräutern so Kissen. So they have 7 or 8 herbs put together and put it, and we have rice, because rice can hold the heat. So, also da gibt es so kleine Kissen, da sind 7 bis 8 verschiedene Kräuter drin und Reis und das wird dann erwärmt, weil natürlich die Reiskörner, die können die Wärme gut speichern. and we use the microwave. Und dazu wird dann tatsächlich die Mikrowellen Some people don't benutzt. like microwave, you know. Er weiß zwar, dass viele Leute die nicht mögen, aber zum Erhitzen dieser Kissen geht es einfach schnell. So you can put a microwave on the other room. Also dann wird der Mikrowellenherd ein bisschen weiter weggestellt in einen And warm anderen them Raum. up few minutes. Okay. Und man braucht sie wirklich Put nur ganz on the kurz stomach. aufzuwärmen, kann sie auch auf den Bauch dann legen. And when you want to work on the abdominal, you put them on the back. Und wenn wir dann am Bauch arbeiten, dann können wir sie in den Rücken legen zum Wärmen. So when you have that, you handle it, you make your hand warm. This is very important because especially too cold and your hand too cold. Und wenn ihr nicht von selber schon warme Hände habt, dann könnt ihr sie auch am Anfang dazu nehmen, eure eigenen Hände zuerst mal zu wärmen. And when you doing, sometimes see the people, sometimes you can, when you work on abdominal, you can put on the chest, warm, or you can put it on the feet, okay, on the feet. Ja, und bei manchen Leuten, wenn ihr sie dann hingelegt habt, dann stellt ihr ja vielleicht auch fest, okay, sie haben vielleicht eher kalte Füße oder einen anderen Bereich oder die Knie sind ganz kalt oder so. Das heißt, dann könnt ihr diese Kissen darauf legen. So if you don't have herbal pad, you use hot pad. That's very good. Also very wenn ihr important. keine Kräuterkissen habt, dann könnt ihr eben auch diese Now, Hotpads nehmen. The Dantian in the Tao believe that is the place that it can cultivate more energy. Also nochmal, im Taoismus glauben wir, dass im Bauch Energie erzeugt werden And kann. this is the key for you to get more energy. Und das and to ist auch use für euch selber der energy. Schlüssel, um an mehr Energie ranzukommen. Okay, so the very simple is when you first thing you touch the navel Also als erstes berührt ihr euren Nabel and you focus on it. und ihr konzentriert euch darauf. And the easy, fast way to find is find one dot, one point. Und das Einfachste ist, dass ihr wirklich euch im Nabel auf einen Punkt konzentriert. So abdominal, now we know that in here. That's why in here the Tao, the expert. In the whole esoteric practice, Tao is the expert. Und es ist tatsächlich so, dass die Taoisten die Experten sind, was dieses Zentrum angeht, das Tantien. We divide all the chakras. More Western, you know, the chakras is so incredible detail.
And you don't believe that we use the same chocolates, but the way how you place them into work with energy, we are the expert, that's all. Also wir arbeiten zwar auch mit den sogenannten Chakren, aber wir erklären das detaillierter, um dann auch besser damit arbeiten zu können. We're doing so many thousand years. Und wir machen diese Energiearbeit schon so viele tausende Jahre. That written down 4,700 years. That's Also, before the Egypt, Babylonian, day we went. It's way before that because there's those people is one group people, you know. Also die Taoisten waren tatsächlich die ersten, die dazu Aufzeichnungen festgehalten haben, noch vor den Ägyptern und anderen Kulturen. So they continue on in any given of time is if 4,000 years ago maybe it's 1 million, 2 million, 4 million people already. Und wenn ihr überlegt, dass also 4000 Jahre vor der Zeitrechnung das schon angefangen hat, wie viele Millionen und Milliarden Leute dieses Wissen schon weitergetragen haben. So it's 10% of people actually involved with all this training and practice. Und ungefähr 10% der Menschen sind eben mit dieser Praxis vertraut. And they counted 4,700 years because that time they already have the writing. Und man zählt sozusagen auf 4700 Jahre zurück, weil sie dann schon die ersten Schriftzeichen hatten. And they like to write down. Und die haben das gemacht, das aufzuzeichnen. So there's so much, they end up with so much information or practice inside there. Und es wurde wirklich eine große Menge von praktischen Übungen auch festgehalten. So the Dantian become one very important piece of all the practice in the Dao. Also deswegen ist das Tantien eben das Zentrum ganz vieler Übungen. Now, this Dantian can store energy. Das Tantien kann Energie can charge speichern, energy, kann aufladen, can bring energy in and charge, can bring energy in and transform. Und kann Energie hineinbringen und transformieren. And this is the battery and it supply energy to all the vital organ and the brain. Und wir betrachten das auch wie eine Art Batterie, die eben alle anderen Organe versorgt mit Energie. Okay, so when you touch here, also wenn ihr das Zentrum you berührt, have the lower part, dann haben wir den unteren called Teil, lower Dantian. das untere Tantien. There is a lot of absorption. Und da ist ja der Dünndarm mit diesem ganz vielen Ausschöpfen von Nährstoffen. Upper part, Wir haben den oberen Teil all the digestion. mit den ersten Verdauungsvorgängen. And lower a little bit, you have all the elimination. Und ganz unten ist dann eben der Ausscheidungsteil. That important? Ist es wichtig? If you take the digestion system all out, Wenn ihr das Verdauungssystem alle the rausnehmt absorption system out, und das Ausbeutungssystem take the elimination system out, und das Ausscheidungssystem, that is the lung, da haben wir dann Kidney, die Lunge, die last Nieren intestine. und den Dickdarm. What we left? Was ist dann übrig? Huh? Nothing, only the heart. Dann ist einfach das Herz nur übrig. So this is the most important thing we have, yes or no? Yes. So if you take care of this, it's not the energy center. You take care of this because this is the one that runs everything. Okay. Also deswegen ist es so wichtig, dass ihr auf euer Zentrum aufpasst, weil das eben alles andere beeinflusst. In the West, you have so many experts. Im Westen haben wir ganz viele Experten und Heart Fachleute, specialists. Herzspezialisten. You know, to be a heart specialist, Wisst ihr, was es braucht, um ein Herzspezialist zu werden? you have to study 18 years 12 years in the high school. Also da müssen wir ja zuerst mal 12 Jahre zur Schule gehen, 6 to 7 years in the medical school. 6, 7 Jahre Medizinstudium. And you cannot be a specialist right away. You have to go to work a few years. Und da muss man wieder für ein paar Jahre in ein Krankenhaus gehen. And you have to study all the organs 4 years. Und da müssen wieder 4 Jahre lang alle Organe gelernt werden und So auch how many praktisch years? bearbeitet. 12 plus 7 plus 4. Also wir haben many 12 years now? plus 7 sind 21, plus 4 So sind 23 25. years. 25 Jahre. Another 4 years to study a heart specialist. Und dann noch mal 4 Jahre,
um eben Spezialist zu werden, That is amazing. um Facharzt zu werden. And the same thing, liver specialist, so many years, 24 years. Und das 23, Gleiche 24 gilt dann eben für andere Spezialisten Kidney specialist, und dann or auch für andere digestion specialist, Fachärzte, is so much. You see? die alle so ihren So, einzelnen kleinen Bereich dann We nochmal know intensiver this is lernen important, müssen. okay? Aber letztendlich das But Wichtigste ist das we Zentrum. don't really make sense. It don't come to our real sense. This is so important. Aber es kommt uns nicht genug ins Bewusstsein. In the practice, in the healing therapies, this is important. Und in der Praxis und bei allen Heilarten müssen wir immer wieder uns auf das Zentrum konzentrieren. So you focus, find one dot, Also nochmal mit den Fingern in den Nabel spüren und einen Punkt lokalisieren. so we call the center of the digestion and absorption. Und das nennen wir dann elimination. das Zentrum dieses ganzen Verdauungssystems. Everybody Nahrungsaufnahme, Can be very slightly Verdauung, different. Ausscheidung. So usually I touch the navel, back there I find one center, one dot. Es geht wirklich darum, diesen einen Punkt zu finden, wo ihr den als Anker festlegen könnt. After that I aware my mid eyebrow. Wenn ihr diesen Punkt habt, dann bitte die Aufmerksamkeit auf das dritte Auge I feel light coming. und dann spürt Master Chia, wie das Licht And hineinströmt. we know now we know. I'll talk about many thousand years. Und wir wissen jetzt, was die Taoisten schon vor tausenden Jahren The gesagt violet haben. light Die sprachen schon immer Have vom intelligence. violetten Licht. have intelligence Dieses violette Licht hat Intelligenz, and hold the wisdom enthält alle Weisheit, and the highest healing power hat die höchste Heilkraft and can be programmed. und kann programmiert werden. Now the West proof, after so many million years, the West proof, oh, the whole universe covered and interconnecting with violet light. Und auch das ist inzwischen von der westlichen Wissenschaft bestätigt, dass das ganze Universum mit diesem violetten Licht angefüllt And the ist. conclusion, Und die Zusammenfassung davon? this violet light interconnecting together, very condensed, have intelligence. That is the conclusion, you know. Have Und die intelligence. Zusammenfassung ist, dass eben dieses intelligente Licht, dieses violette Licht Intelligenz besitzt. So we see this, feel this light by relax and feel love, joy, happiness, and relax the mid eyebrow. So, wir fühlen dieses Licht, wir sind konzentriert auf den Nabel und ein Teil auf das dritte Auge. So when you focus on here, Fokussiert euch auf den Nabel. so the whole rule is very simple. The earth energy, the center here we call the earth Und wir nennen ja unser Zentrum die Erde, energy, Energie. can embracing the light. Und diese Energie, die kann das Licht umarmen. So when you see the light here, Und wenn ihr also das Licht Feel im the dritten light Auge here. seht und fühlt you just smiley bring them down to the navel, und the point that you, lächelt und bringt the es point. hinunter in euren Nabel. And suddenly feel the light go in. Und dann spürt ihr, dass auf einmal das in euer Zentrum fließt. Now it's vibrating. Und The dann sound spürt ihr coming ein in, or we leichtes call energy Vibrieren. coming. Any vibrating inside. Irgendeine Art von Vibration, von Schwingung kommt dann in And now euch you feel zustande. energy. Und das ist dann die Energie, die ihr spürt. So this is you should do every day, every morning. Und das solltet Make ihr sure eigentlich you have jeden this Tag power. oder jeden Morgen zumindest machen. When you get this right, Wenn euch das gelingt, jeden Morgen zu machen, you can ship them to anywhere you want. dann könnt ihr diese Energie überall hinschicken, wo ihr wollt. Okay, now focus, Konzentriert euch energy, auf die Energie. light come in, Das Licht kommt herein and the vibration come in. und die Vibration, die Schwingung Return to kommt hinzu energy. und ihr spürt Energie. And you're always very comfortable to work on this. Es ist immer sehr angenehm, daran zu arbeiten. So in the Tao believe that this energy, or we call this fire, when you condense more, it becomes the fire.
Und wir sagen, dass wenn ihr diese Energie mehr konzentriert, dann wird die wie zu einem Feuer. And you feel, if you put your hand on the back, we call the kidney fire. Und wenn ihr dann eine Hand nach hinten an die Niere legt, dann könnt ihr dann das Nierenfeuer spüren. And now we know that is where the mesentery extend out. Und wir wissen ja jetzt, dass das Mesenterium von dort aus sich ausbreitet. And from here it extend out into the digestion. Und von dort breitet es sich in das gesamte oder verbindet sich mit dem gesamten Verdauungssystem. And you feel, hey, from here you feel, oh, go up there. We have the duodenum, we have the stomach, we have the pancreas, we have the liver, gallbladder. Okay. Und wenn ihr das deutlich empfindet, dieses Mesenterium, dann spürt ihr auch diese Verbindung, diese energetische vom Mesenterium aus in alle Organe des Verdauungssystems. I feel warm. Wow. Ihr spürt diese Wärme, die so überall hinkriecht. So this one in the Tao said, this is a digestion fire. Und das Know ist das this fire. Verdauungsfeuer. When they know this fire, the Und wenn food will not digest well. Und wenn es dieses Feuer nicht gibt in den Verdauungsorganen, dann kann auch die Verdauung nicht ordentlich ablaufen. When you are healthy, active, Und this wenn ihr fire gesund und is there. aktiv seid, dann funktioniert das gut. So we call digestion fire. Und wir nennen das dann das Verdauungsfeuer. Feel it spread out to the digestion. Spürt es, wie dieses Feuer sich wirklich so in alle Verdauungsorgane ausbreitet. Now put your hand down. Und jetzt nehmt To eure the Hände below auf the den navel. Unterbauch. And this area we call the absorption fire. Und hier haben wir eben dieses Feuer der Absorption. So when you hold it here, Wenn ihr hier haltet und spürt, dass dort die Nahrung and you have verwertet the wird. ileum, duodenum, Wir haben hier das Ileum, das and Nee, yeah. So they're all around here, all below here. wir haben alles hier unten So we call a absorption fire. und hier haben wir eben das Feuer der Absorption. And you feel Des the whole Auswertens. abdominal area become warm. Und ihr spürt, wie der ganze Bauchraum warm wird It makes sense, no? Yeah. und wie Nährstoffe aus der Nahrung entzogen werden. Digestion, absorption is being the raw material turned into our energy. Und eben damit zu tun, dass wir rohes Material, unsere Nahrung aufnehmen, die von unserem System zu Energie umgewandelt So wird. in the process of bringing the raw food into really to be absorbed, there is a digestion. Und diesen Vorgang, das müssen wir uns bewusst sein, darum geht es bei der Verdauung. And from the raw food digest ready, now we have to bring the food absorbed into the blood, and blood will carry all this tiny little food to feed 50 trillion. Trillion is a big, trillion is 1,000 billion. Und dann werden die Nährstoffe vom Dünndarm aus über das Blut zu den Organen transportiert, in ganz vielen Trillionen kleinen Aktivitäten. We only have 8 billion mouths to feed, but how many restaurants, how many kitchens, how many food we grow, how many fish, how many eggs, how many beef, so much big industry just to feed 8 billion people. Wenn wir uns vorstellen, dass wir 8 Milliarden Menschen haben, die alle Nahrung aufnehmen, mit vielen Restaurants, mit dem ganzen Fleisch, dem Fisch, dem Gemüse und allem, und was wir dann für eine Menge an Energie da haben. Imagine you feed 50 trillion. Und stellt euch vor, ihr müsst 50 Trillionen Zellen versorgen. That is amazing. Das ist eben sehr beachtlich. They're all waiting for the food. Und alle warten sie darauf, genährt zu werden. So they have energy to do job for you. Also, damit sie Energie haben, um wiederum ihrerseits
den Job für euch zu machen. Warm, nice. Spürt diese Wärme, angenehme Wärme. And rest. Und ruht euch aus. And Dann shake it loose. ein bisschen los, schütteln. Now, the palm. Und jetzt kommen wir zu den Händen. Now, when you can find one dot in the center, Okay, wenn ihr also wieder den Punkt im Zentrum spürt, so now you're going to find one dot in the palm. dann findet ihr wirklich in der Handfläche diesen kleinen Energiepunkt wieder. This is really not difficult. Here. Normalerweise ist es nicht You schwer, rub it. den zu finden. Yeah, you rub it. Und dann reibt ihr den And you rub mit dem it. Daumen der anderen Hand And you feel it. und ihr spürt das dann. And you're breathing. Und ruhig atmen. Inhale. Atmet, nehmt diese Hände zur Seite hoch, Exhale. atmet ein. Focus in the one dot. Fokussiert euch auf diesen einen Punkt in The den theory Handflächen. is when you have energy In der Theorie heißt es ja, and dass you wenn ihr relax Energie your habt, eyebrow dann durch das dritte Auge and the crown. und den Scheitel damit verbinden. Now the light come, the violet light Und come. dann kann das violette Licht eindringen. Some people working on the white light, Manche Leute arbeiten mit dem violetten Licht, yellow light. mit gelbem, It is part of the violet light. aber es ist ja immer auch Teil des violetten Lichts. Now the Tao believe that they don't have intelligence, that's all. But they have the property of healing. Aber die Taoisten glauben, dass dieses Einzellicht nicht Intelligenz hat, aber auch eine Aufgabe, die es erfüllen kann. Okay. And they cannot be programmed. Und die einzelnen Lichtarten können nicht programmiert werden. So you focus on one dot. Also wieder auf einen Punkt in den When Handflächen the light comes, you konzentrieren. guide the light in. Now the energy embracing the light. Und jetzt fokussiert euch auf drittes Auge und Scheitel, lasst das violette Licht in euch eindringen And the vibration come. und spürt dann, dass mit dem Licht die Schwingung, die Vibration kommt. And the energy come. Und die Energie damit. You feel the frequency. The frequency Ihr is spürt die the Frequenz. healing frequency. Das ist eben die Heilfrequenz. And it spread into the fingers. Und es breitet sich von dem Punkt aus in alle Finger aus. Now you try to link the frequency with the mind and try to control the frequency, and you can increase the vibration of the frequency. Und verbindet jetzt diese Frequenz mit eurem Gehirn und merkt, wie ihr mit eurem Gehirn diese Frequenz beeinflussen könnt. And the frequency usually sometimes is always like the vibration of the color. Und diese Frequenz, die ihr da jetzt spürt, die ist mit dieser Farbe verbunden, die ihr empfangt. So the violet light, white light and violet light always can be reflecting like rainbow color. Und sowohl violettes als auch weißes Licht kann sich immer wieder aufteilen und kann reflektieren alle Farben des Regenbogens. So this rainbow color is a very specified healing for the organs and the energy center in the body. Und diese einzelnen Regenbogenfarben sind dann eben die heilenden Farben für die einzelnen Organe. So the vibrate, like the light, the light blinking, that is a frequency. And some of now they make the glass for that, you know. And vibrating the light so fast, there is the frequency of the energy, the vibrational energy.
Und man kann diese Schwingung dann auch wirklich inzwischen genauer erkunden und es gibt sogar irgendwelche Spezialgläser, wo dann das aufgezeichnet wird, in welcher Geschwindigkeit das Licht auf Materie trifft. That is where the healing power, but you have to combine with the energy. Darin besteht die Heilkraft, aber ihr müsst euch zuerst einmal damit verbinden. And the frequency and vibration come up. Und dann erscheint eben die Frequenz. And rest. Und ausruhen. Und langsam die Arme senken, ein bisschen So bewegen. this one you should practice, Das heißt, das müsst ihr immer ganz viel üben, um eure Hände immer wieder aufzuladen. You can feel it, actually sometimes the physically vibrate, but it's more internally is vibrating. Es ist zwar so, dass ihr auch sagen könnt, auch die Hände, die vibrieren so ein bisschen, aber es geht mehr darum, diese innere Vibration und Schwingung zu spüren. And we like a pulse. Wie so ein Puls. Okay. So we call the twinkle, twinkle, little star is the pulse. Es ist so wie bei diesem Lied Twinkle, Twinkle, Little Star, wo man sagt, dass auch die Sterne immer so tjup, 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 tjup. So we're going to be doing a first lesson. I think most of you know, but it's very important. Also Master Chia möchte So nochmal eine erste Sitzung machen, beziehungsweise nochmal den ersten Durchlauf zeigen und das tut er hier. Ihr könnt euch dabei ja gemütlich hinsetzen und auch auf dem Schirm beobachten oder nach vorne gucken. Okay. Also, wenn der Anfang gemacht wird, bitte mit den Fersen bis zum Ende der... The whole key is very simple, but it's so important. Also der ganze Schlüssel ist sehr einfach einerseits, aber auch sehr wichtig. This is what we call, you need to get the person relaxed and the joys open. Also das, was wir am Anfang machen, ist wirklich die Menschen in Entspannung zu bringen und die Gelenke zu öffnen. And because we are standing so much, so all we have is compressed. Weil wir so viel stehen, ist eben alles eben immer sehr komprimiert im Körper. The joint compressed, the knee compressed, the femur compressed, the lumbar compressed, the whole spine got compressed. Also alles von den Fußgelenken über die Kniegelenke, Hüfte und die ganzen Wirbel ist eben alles so komprimiert. So very simple, you pull. Also ihr stellt euch so hin wie Master Chia. Ihr seht, er arbeitet aus seinem Zentrum heraus und macht die Bewegung. You can see the head, the whole spine and the neck and the head are moving. That is the major key. Durch dieses leichte Schütteln seht ihr, dass diese ganze Vibration durch den gesamten Körper geht. Now, the next one we call rocking. Und das nächste, das nennen wir dann wirklich das Schütteln. Or we call rocking the spine. Und wir schütteln jetzt sozusagen die Wirbelsäule. Now there are two ways. Es gibt zwei Möglichkeiten. If you use your hand, you have to be big guy, big muscle in the arm. Also jetzt führt Master Chia das vor. Es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal ist es wirklich nur mit den Armmuskeln zu arbeiten. If you do 3 or 4 persons a day, your hand. Aber wenn ihr das so macht, dann seid ihr nach 3 bis 4 Leuten am Tag fertig mit euren Armmuskeln. Now, deswegen zeigt das jetzt richtig. The theory actually is like Tai Chi. Und es geht hier wieder, diese richtige Haltung geht auf Tai Chi zurück. If you follow me 1, 2, 3, you get it very fast. Otherwise, people don't get it. Wenn ihr wirklich jetzt genau zur Struktur von Master Chia schaut, dann macht ihr das schon richtig. Make your arm connecting to your body. Also zuerst einmal legt ihr eure eigenen Arme, verbindet This die wirklich mit eurem Körper. And the second one, you pull her. Und das zweite ist, ihr zieht an der Person. If she is small, don't lean too much. Yeah, you're going to pull her down out of the bed. Yeah. Wenn die Person sehr, sehr klein ist und sehr schmächtig, dann, wenn ihr das stärker macht, dann zieht er die Plattform von der Liege runter. I feel I pull her and she pull me. Also jetzt stellt ihr sozusagen diese Verbindung so her, dass ihr dann merkt, von ihr kommt so ein leichter Zug und er zieht. Ja? And the next thing,
I just move my body, my hip. Und dann bewegt Master Chia jetzt seinen eigenen Körper aus der Hüfte heraus, aus der Mitte heraus. Und durch die Verbindung der Arme mit dem Körper, da wird dann praktisch diese Bewegung übertragen. Sometimes it don't work because you're not relaxed. Und manchmal funktioniert es nicht, weil ihr nicht entspannt genug seid. When I relax, I move. If I want more, now she moved the whole thing, and you look at the head and the neck, and and now you look at and you feel the lumbar and the thoracic. Now it's moving. It's no matter how much. If I move my body, she move more. That's it. Also, ihr könnt das regulieren, indem ihr den eigenen Körper entweder mehr in Schwingung bringt oder weniger. Das hängt natürlich auch davon ab, wie entspannt der Körper ist, der vor euch liegt. And after and the whole thing is you use less muscle. Das Wichtige ist aber, ihr verbraucht bei dieser Art des Vorgehens nicht so sehr Muskelkraft, sondern ihr arbeitet sozusagen aus der Mitte heraus. Okay, so that is now, and you stop for a moment, you pull. Und dann wieder ein bisschen halten und nochmal ein bisschen hoch und runter schütteln. Look at the person. Und dann schaut ihr die Person immer an, bis wo die Schwingung geht. If you move and she move, that's it. You know? Also wenn sie sich ganz mitbewegt, dann ist das okay. And you see the spinal cord, the shoulder, the neck, the head are moving. That's it. Und dann seht ihr, wie sich sozusagen diese Schwingung durch den ganzen Körper fortsetzt. Now later on, the technique, you go in, is spiral. Und dann könnt ihr das auch losgelöst, ein Bein, das andere Bein spiralisieren, auch now kreisen. The whole body are moving. Okay. And you use not much muscle on the arm. Und wie gesagt, wenn ihr in dieser Struktur bleibt, nutzt ihr nicht so sehr eure Muskelkraft, sondern die Energie von innen heraus. How do you feel? Feel relaxed? Now go up a little bit. Yeah, okay. Now, just very simple. Okay, you und jetzt nehmen wir von den kleinen Zehen bis zum dicken Zeh, nehmen wir einfach und schütteln die so ein bisschen mit dem Eigengewicht des Körpers. You know it, when you get it, any part you can check. You know? Also ihr braucht dann nicht großartig dran rumzumachen, sondern nehmt praktisch die Zehen und dann... Small toes, okay? Second toe, click, you know, and it's a move. Und manche knacken dann so ein bisschen, aber ihr braucht das gar nicht so stark zu machen, nur das Eigengewicht der Person mitzunehmen. The thumb. Okay. And now between this. Und dann auch zwischen den verschiedenen Fußknochen. This is we call stuck with the evil wind. Und da sagen wir, da sind auch böse Winde versteckt. So we call the 8 evil winds stuck in here. So und here, wir sagen also, die 8 schlechten Winde, die sind tatsächlich hier in diesen Zwischenräumen zwischen den einzelnen Fußknochen. Yeah, so that is the leg. So now you look at people, ask the people, and they will be more relaxed. Und dann auch die Schultern und Arme so ein bisschen schütteln. Und auch hier die Finger. You can work on this way because you can work this way also because this way. Okay, I have to come up here. So. Ihr könnt auch dann so seitlich gehen und dann so seitlich so ein bisschen schütteln, um die Schultergelenke zu lockern. So that is very important part. Okay. Das ist auch ein ganz wichtiger Teil. And the neck. Und der Nacken. Good too. Just pull. Now this you have to be more skilled to move. This move from the neck to the whole body. Und dann geht ihr noch an den Nacken und müsst aber da ganz vorsichtig mit den Nackenmuskeln sein. Arbeitet nicht zu spitz einerseits und legt mehr die Handfläche auch auf. Und dann könnt ihr mit den Fingerspitzen arbeiten. Support on the scalp. Und dann unterstützt sozusagen den unteren Schädelrand. Hold on the ear. And dann, you have to be firm. You hold. Ihr müsst wirklich dann den Kopf schön halten. The whole head, whole crown, and the spinal cord are moving.
Und auch da, durch diese Bewegung ist wieder bewegen sich sowohl die Nackenwirbel als auch die Fortsetzung in die gesamte Wirbelsäule. Use hands is difficult. Okay. And now the whole neck. Und da müsst ihr eben vorsichtig mit umgehen, je nachdem, wie viel Spannung da hinten drin sitzt. Feel good in your neck? Wow, yeah. Okay. Okay.